Der Videoproduzent ist Diplom-Ingenieur Andreas Groß in Moorgarten. Wir haben genug vom zunehmenden Funksmog. Funksmog gefährdet unsere geistige und körperliche Gesundheit. Unser Ingenieurbüro findet in Mobilfunkbaugesuchen die Fehler, die sonst keiner sieht. In dieser 5G-Videoreihe geht es ganz praktisch darum, wie du dich wehren kannst. Der folgende Beitrag soll klären, ob die 5G-Bewegung in der Schweiz von Mobilfunkkonzernen infiltriert wurde. Die Gedanken dahinter lassen sich auch auf andere Länder und andere Themenbereiche übertragen. Was ist kontrollierte Opposition? Die kontrollierte Opposition arbeitet nicht für Sie, sondern heimlich gegen Sie. Lenin hat gelehrt, der beste Weg, die Opposition zu kontrollieren, ist, sie selbst zu führen. Kontrollierte Opposition sind Personen oder Organisationen, die so tun, als würden sie eine Bewegung unterstützen. In Wahrheit arbeiten sie jedoch gegen diese Bewegung. Ursprünglich meinte man damit Regierungsagenten, die soziale oder politische Bewegungen infiltriert haben. Heute wird der Begriff breiter verwendet. Er beschreibt jeden Aktivisten oder jede Organisation, die nicht wirklich für die Seite arbeitet, für die sie sich öffentlich ausgibt. Kontrollierte Opposition kann direkt von den Gegnern einer Bewegung gesteuert werden. Sie kann aber auch nur lose mit ihnen verbunden sein. Oder sie verfolgt eine eigene, verborgene Agenda, die vom offiziellen Ziel abweicht. Warum ist diese Strategie so gefährlich? Diese Strategie ist extrem wirkungsvoll. In Konflikten sieht jede Seite normalerweise nur ihre eigene Perspektive. Wer kontrollierte Opposition einsetzt, kann jedoch beide Seiten gleichzeitig steuern. Kontrollierte Opposition kann als Spion auftreten. Sie sammelt Informationen und spielt sie den eigentlichen Gegnern zu. Gleichzeitig kann sie Fehlinformationen in die Bewegung einschleusen, interne Konflikte anheizen und Misstrauen säen. Das Ziel: den Aktivisten ihre Arbeit maximal zu erschweren. Wie handelt kontrollierte Opposition? Die Entscheidungen der kontrollierten Opposition schaden fast immer der eigenen Bewegung. Sie tut oft so, als wolle sie anderen helfen, das Gleiche zu tun oder die Bewegung voranzubringen. Sie organisiert Aktionen, inszeniert Kampagnen und feiert kleine symbolische Erfolge. Aber sie wird niemals echte, entscheidende Siege anstreben oder zulassen. Ihr Ziel ist nicht, zu gewinnen. Wenn jemand innerhalb der Bewegung eine Strategie entwickelt, die tatsächlich zum Sieg führen könnte, dann wird die kontrollierte Opposition versuchen, genau diese Strategie zu sabotieren. Was ist ihr Hauptziel? Das Hauptziel der kontrollierten Opposition ist, die Bewegung, die sie angeblich unterstützt, im Sinne ihrer wahren Auftraggeber zu steuern. Weitere Ziele können sein: bestimmte Aktivisten auszuschalten, Strukturen zu zersetzen oder einzelne Gruppen gegeneinander auszuspielen. Wenn die kontrollierte Opposition die Führung einer Bewegung übernimmt, kann sie die Aktivisten gezielt in Projekte, Organisationen oder Initiativen lenken, die von ihr beeinflusst werden und mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. So wird wertvolle Energie gebunden und verpufft. Wie kann man kontrollierte Opposition erkennen? Kontrollierte Opposition ist schwer zu erkennen. Die Beteiligten sind oft nur Handlanger. Sie verbergen ihre wahren Absichten und wirken nach außen engagiert und auf der richtigen Seite. Der einfachste Weg, sie zu identifizieren, ist: schau dir konsequent die Ergebnisse an. Frage dich: führen die Entscheidungen dieser Organisation oder Person immer wieder zu Niederlagen oder zu unnötigem Schaden für die eigene Bewegung? Wenn du dich fragst, warum machen die das? Das schadet doch uns, dann könnte genau das der Zweck sein. Manchmal entlarvt sich kontrollierte Opposition auch selbst, durch offensichtliche Widersprüche. Oder durch Verhalten, das nicht mehr zur offiziellen Story passt. Warum ist kontrollierte Opposition gefährlicher als offene Gegner? Offene Gegner greifen frontal an. Das kann Widerstand mobilisieren und die Bewegung sogar stärken. Kontrollierte Opposition hingegen nimmt den Widerstand auf, absorbiert ihn und lenkt ihn in Sackgassen. Wenn kontrollierte Opposition einmal an der Spitze steht, ist die echte Bewegung blockiert, dann bleibt nur noch die Hoffnung, dass die tatsächliche Opposition die kontrollierte Opposition entlarvt oder dass sich eine neue, echte Bewegung bildet, die sich nicht kontrollieren lässt.
Wenn du Beobachtungen oder Vermutungen hast, wo in der 5G-Bewegung in der Schweiz Ungereimtheiten, Sabotage oder sogar Verrat sichtbar werden, dann behalte das nicht für dich, denn andere wären bestimmt dankbar, das zu erfahren. Danik kann unsere Bewegung die Stärke und Erfolg entwickeln, die sie benötigt, um ihre Ziele zu erreichen. Wenn Sie Bauanträge zu Mobilfunkantennen nicht blind akzeptieren wollen, unterstützen wir Sie mit faktenbasierten Analysen zur Funktechnik. Besuchen Sie unsere Website standortdatenblatt.ch und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch. Wir liefern Ihnen technische Fakten, damit Ihre fundierte Baueinsprache ein Erfolg werden kann.